Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem Video, was ihr euch gewünscht habt, nämlich Sub-Zero Project beim Reverse 2025. Reverse, ja, müsste ich eigentlich das Glück haben, dass ich alles hochladen kann. Hoffentlich. Wir werden sehen, ihr werdet sehen. Ja, 41 Minuten ist jetzt mal für einen Big Content Sunday ein bisschen weniger. Sonst haben wir ja immer eine Stunde Videomaterial. Aber ihr kennt mich ja, ich laber so viel und habe so viel zu bemängeln. Oder rumzuheulen auf hohem Niveau, was auch immer. Das ist auf jeden Fall über eine Stunde gehen wird. Also gehe ich ganz stark von aus. Ihr werdet schon sehen, ich weiß es jetzt noch nicht. Aber wir gehen rein. Sub-Zero Project. Let's go. Swirling through the void. Quantum particles Crazy. reveal Aber die. Sieht das nur so aus oder ist die, wie heißt es, die Kamera ein bisschen zu weit rechts? Oder ist es nur dieses mittlere Ding hier, dieses Ding hier? Weil rein theoretisch, ne, wir sind ein bisschen weiter rechts, ne? Egal. Aber ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Reverse sehe. Wie Reverse 25 aussieht. Sieht schon gut aus. is what you see the truth? Or a mere projection Wow. of infinite realities? Psychedelic gateways beckon you into its grasp, revealing its code in a dizzying array Hammer. of Ich muss sagen, ne, diese Dinger, die hier oben hängen, holen mich immer mehr ab, ne? Auch wenn es nur irgendwelche Kleinigkeiten sind. Hier sieht es ja mega geil aus. Auch wenn ich, glaube ich, zu viel Mittelalterfilme oder Wikingerfilme oder whatsoever gesehen habe, dass es am Anfang aussah, als wären das so Gefängnisse, Zellen. Geil. fractals. Boah, das sieht Hammer aus. Wild. Be called into the trance Und? with Sub-Zero Project. I live for the weekend. Ey, die Jungs, die sehen aber normal aus. Was ist denn da los? I live for hard styles. I live for hard style, baby, 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 baby. Das ist mein Anfang. Come on, let's go. Boah. That's right. Hard style, baby. Hilfe, wie krass sieht das da bitte aus? Holy shit. Yeah, 1 2 1 2. Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high price tickets, but in the end it's all worth it. I like to live in my own world. Fuck
regular life. Fuck Ich muss sagen, ne, immer, wenn ich das höre, das ist jedes Mal wieder geil. Es ist jedes Mal wieder geil, diese Ansprache zu hören. told to enjoy every moment, every hour, every minute. That's what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I just want to do what I like to do, be it far from reality, cause I can't stand society. It's my own world. I just want to hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong? I live for the weekend. What? I live for hard styles. We live for. Come on! Boah. Yes, sir. Was ein Anfang, ey. Hardstyle, baby. Remix. Sub Zero Projects. Hard style, baby. Holy shit, was haben die daraus gemacht, ey? Hard style, baby. Muss aber ehrlich sagen, ne, das, wenn ich so diesen Sound höre, den wir jetzt gerade die ganze Zeit hören, denke ich direkt an Sub-Zero. Und das finde ich so krass, ne, dass Sub-Zero sich so einen Namen gemacht hat, sag ich mal so, und du direkt weißt, okay, das Sub-Zero hat da die Hände mit dem Spiel. Das muss Sub-Zero sein. Mega geil. Oh. Laser. You know what's coming for you. Boah. All the way to the top, non-stop, that will make your ears pop. Sub-Zero. Get your hands up. Projects. Hit me with your lasers, baby. Come on! You ready? You ready? Let's go. Geil, dass wir diese Drohnenfahrt haben, genau ab diesem Zeitpunkt, wo das kommt, ne? Hammer. Hammer gemacht. Holy shit. Das sieht auch, Bro, Junge, ich bin fasziniert davon, ne? Das sieht so crazy geil aus hier. Alleine, dass du so viele krasse Lichter hast und nicht nur, sag ich mal, ne, hier vorne das hast und hier so ein bisschen oder hier an den Seiten noch, sondern dass die ganze Halle an der Decke gefühlt
Lichter, irgendwelche Lampen, irgendwelche Strahler hat, dass es hier alles erleuchtet. Das ist crazy. Die Laser sind auch Hammer, aber das sieht auch so geil aus hier, ne? Hier oben, wenn diese Cube so, dass sie so runterfährt. Boah. Wow. Oh, das hätte ich gern gesehen. Das hier vom Weiten. Das sah bestimmt richtig geil. Das sah bestimmt richtig Hammer aus. Schade. Boah. Boah. Holy shit, ey. Wow. Alter. Das ist ja total gestört, was da abgeht mit den ganzen Lasern und Lichtern und Strahlern und Halleluja. Oh yes. Never surrender. Da muss man halt wirklich sagen, ich finde bei Sub-Zero merkst du halt auch, ne, wie lange die schon dabei sind und was die für crazy Tracks haben, ne, dass die in den ersten 12 Minuten so kranke Tracks spielen können, ne. Hilfe, ey. Boah. Boah.
Aber die machen auch die perfekte Musik, ne? So, dass du halt voll mitfiebern kannst, ne? Das ist so verrückt. Aber auch, dass sie ihre Tracks halt wirklich da nochmal gefühlt neu mixen, ist, weiß ich nicht, ist voll crazy. Also Real Talk. Hilfe, ey. Aber man muss ja auch wirklich sagen, Thomas, der macht's auch, also, Bro, der macht's halt wirklich, wirklich richtig geil, ne? So, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch so diese neuere Generation, sage ich mal, an DJs, ne? Die haben den ganzen Shit von damals aufgesaugt, die ganzen geilen Sachen und jeder weiß ja, okay, wenn dieses Hey kommt, muss dieses Ho entgegengeschrien kommen. Hammer. Finde ich geil, diese Crowd-Interaction. You already know. Let's drop some real shit. You know the lyrics. Let's do this. I was born to be an astronaut, flying high into space. I don't have a spaceship, but we found a better way. Always on the weekends, I booked my trip to Mars. United with my bodies, we ignite like shooting stars. Reavers, you are absolutely incredible. Thank you so much for being here with us. Everybody! Canada, what's up? Ich kann es aber auch immer wieder nur sagen, ne, du kannst die Jungs auch nur lieben. Also, wenn du darauf stehst, dass die DJs eine geile Party veranstalten, ne, und abgesehen von der Musik, wo die Party sowieso bei Sub-Zero Project schon da ist, ne, mit Thomas hast du da einen Geilen, der da ordentlich Feuer reinbringt, dadurch, dass er im Mikrofon und, ne, an den Desk, dieses DJ-Ding so geil rüberbringt. Bei Nigel hast du diese krasse Power, dieses Rumspringen. Das ist so, ich liebe diese Kombo einfach. Das ist verrückt, ey. France, what's up? In phantom galaxies of what mama tells me. No matter what they say, a voice in double speak. It's almost clear to me, but language a mystery. They say what kills us makes us stronger. The fear that pulls you under. The phantom I refuse to see. Lies in which you conjure can't take this any longer. I'm never España, what's up? Everybody, Reavers, come with us. as loud as you can. Come on. Boah. Yes, sir. Wow. Was eine motherfucking Party, ey. You! What kills us makes us stronger. The fear that pulls you under. The phantom I refuse to see.
Ja, dieser Track, Mann. Sub Zero Projects. We love this so much. Don't hold it back right now. Reverse. Give it all you got. Come on. You. Wahnsinnig, ey. Also den Song kenne ich, aber Let's get together. We the only ones who can unite. All the people on the left and all the ones who on the right. It's time we stop the fight and start believing in the concept. The one thing that'll make us get ready for the project. und man muss halt wirklich sagen, was Reverse da aus diesem Auftritt macht, aus diesem Set macht, ist crazy. Nicht nur, man muss wirklich sagen, die Bühne sieht verrückt aus, ne? Aber diese Lichter dazu, plus, dass die halt wirklich viel Farbe haben, Hilfe. Reverse. Join the project right now. Let's get. Ich muss ganz ehrlich, ich verstehe manchmal Nigel auch nicht, warum bleibt der nicht einfach da oben oder vorne? Das ist so, der springt halt gefühlt öfter auf den Table oder geht da vorne, als dass er da irgendwie das DJ-Pult bedient gefühlt. Holy shit, ey. Tschüss, Orte. Raise your hands up, raise your hands up, raise your hands up. 1, 2, 1. Das ist halt wirklich geil, ne? Die Hälfte singt da, also mehr als die Hälfte kann mir keiner erzählen, dass mehr als die Hälfte da Max Verstappen singt. Und nicht Move Your Body oder so. Oder Let's Go Party. Oh, ja, diese Kicks sind so geil, ey. Bitte, 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 bitte. Wie sieht das aus? Wow.
Moxie, Moxie, Moxie. Oi, oi, oi. Bro. Moxie, Moxie. Moxie, Moxie, Moxie. Moxie, Moxie, Moxie. Das muss ich wirklich sagen, ne? Das haben die Jungs halt auch so raus, ne? Dass die halt wirklich da noch rumspielen, ihre ganzen Songs da irgendwas noch einbauen, wo du gar nicht mit rechnest oder was sich live nochmal krasser anhört. Wie hier zum Beispiel diese tiefen Kicks. Oh. Where are you? I need you right now. I'm so lost, you gave me your vow. Wahnsinn, ey. Left me without a goodbye. Forever I ask myself why. Save me. I need you to save me. Save me. I need you to save me. Yes. Ich wollte gerade pausieren, aber dann ist die Kamera wieder umgegangen. Vibe-technisch kriegen die das auch so geil hin mit den Lichtern, ne? Auch, dass dieses Sub-Zero Project die ganze Zeit hier so geil zu sehen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das irgendwie. Irgendwie hat das so was Geiles, dass jeder weiß, okay, die sind da jetzt am Auftreten. Auch für die Leute, die zum Beispiel in einem Livestream oder so zugucken, finde ich das immer sehr, sehr geil. Weil hier, das stört doch gar keinen. Ob du jetzt hier irgendwas projizierst, juckt der gefühlt gar keinen. Wenn du hier stehen hast, ey, Sub-Zero Project oder wer auch immer da auftritt, einfach den Namen, boom, fertig. Weil du hast doch so viel andere Sachen, dass das hier oft irgendwie so ein bisschen über ist, sag ich mal. Natürlich, du kannst das auch einfach schwarz halten, aber warum nicht auch einfach den Namen da drauf projizieren? Finde ich sehr geil. Und ich muss sagen, der Song kommt, glaube ich, richtig geil in so einer Halle. Party is just getting started. Raise your fucking hands up. Left, right, left, right. Oh shit, look at you, look at you, look at you. Greatness inside tonight. The projects. I need you to Boah. Holy moly. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass die Musik ein bisschen leise ist. Weil ich habe bei mir schon, also ich habe eigentlich meine Lautstärke, die ich auf meinen Kopfhörern habe, auf 50. Auf 30 und ich habe die jetzt schon auf 50 und das ist immer noch verdammt leise. Deswegen tut es mir leid, ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber tut mir leid, dass die Musik, die ihr vom Video hört, so leise ist. Das kann ich auch nicht umstellen, weil sonst vergesse ich nachher wieder das umzustellen und dann sind die nächsten Videos wieder scheiße, noch beschissener gemixt, als sie eh schon sind. Von der Lautstärke von mir, aber auch von dem Video.
Hands up, hands up. We're so happy to be back right now. The best party people in the fucking world. Here we go. Reverse, we need you on this one. Boah. It's time to scream. Junge, die fabrizieren auch eine Party, dass du gar nicht ruhig stehen kannst, gefühlt, ne? Say what? Five, four, three, two, one, go. Wir wären ja auch nicht bei Sub-Zero Project, wenn es jetzt nicht anders läuft. Boah. Geil, aber ne, du hast die Crowd die ganze Zeit das ey, yo, machen. Die sind da am Feiern. Das war richtig Spaß anzuschauen auch noch, ne? Das zeigt einfach, Reverse ist auch ein richtig geile, Reverse an sich, aber auch Sub-Zero natürlich, ne? Das ist eine richtig geiles Set wieder. 20 chapters of celebration have turned Das sieht so crazy geil aus, ne? This is You know what time it is? Gut, das war. Ist das geil. Wow. Was ein Übergang, was ein Übergang. Hilfe. Wow. Ey, ich krieg hier schon Gänsehaut, ne? Ich will gar nicht wissen, wie du da stehst. Okay, ich würde wahrscheinlich entweder hier ganz hinten stehen oder hier irgendwo stehen. Aber ich würde, also ich glaube, da würden wir, hey, mein ganzer Körper, der wäre, weiß ich nicht. Du könntest jede einzelne Zelle sehen, so wie das Rausschießen bei mir, die Gänsehaut. Das sieht so verrückt aus, ey, Hilfe.
Wow. Crazy auch zu sehen, dass alle wirklich mitmachen, ne? Das ist immer natürlich, das ist wahrscheinlich die Kamera hinten weitermachen. Es sind wieder viele, die nicht mitmachen. Aber es ist umso geiler, finde ich, als Außenstehender das schon zu sehen. Ich will gar nicht wissen, wie geil das ist als DJ, wenn du siehst, ey, die Hände gehen wirklich hoch und so. Holy shit, stimmt ja. Sub-Zero Project, D-Block and Estefan. Great new music. Boah. Junge, die kriegen mich auch immer wieder mit diesem. Guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Nicht nur hier dieser Ball, der sich da dreht, sondern auch hier diese Kleinigkeiten, ne? Hilfe. Revolution. Caught up in circles, only echoes in my mind. Breaking free from Muss halt wirklich sagen, ne, es gibt ja DJs, die manchmal ganz komische Übergänge machen, aber Sub-Zero, ne, bei denen ist es nicht so. Auf jeden Fall bei dem Set. Aber manche, ne, auch wenn es jetzt wirklich echte Übergänge sind, also dass sie es wirklich jetzt am DJ-Pult machen, live machen oder halt nicht. Aber manche Übergänge, da denke ich mir so, Bro, ey, du zählst schon mit zu den größten, ne, zu diesen ganz großen Nummern, du hast es geschafft. Dann krieg doch bitte auch ein bisschen die Übergänge, ein bisschen so hin und nicht dieses abgekattete. Da denke ich mir oft so, ja, okay, das kann ich auf Spotify hören. Oder irgendwas anderes. YouTube Autoplay. Let's start a revolution right here, right now. Hands up. need a Boah. Sub-Zero Project, D-Block and Estefan. Start a revolution.
Krass. Also jetzt gerade, wo man. Warte. Jetzt, wo man hier auf einmal sieht, wie weit das doch noch nach hinten geht. Halleluja. Weil ich dachte, diese Area hier unten, dass die viel, viel näher dran ist, so. Aber ist ja doch ganz groß. Aber crazy, was die Jungs da abreißen, ne? Aber ich muss auch dazu sagen, dieses Set erinnert mich auch immer wieder daran, Sub-Zero ist halt wirklich machen halt diese Musik, wo du halt mitsingen kannst, ne? Und deswegen feiere ich die auch so extrem. So, du kannst bei jedem Track irgendwas mitsingen, ob es jetzt der Songtext ist oder diese Melodie, die die haben. Das ist Hammer. So, ich finde, die haben so einen geilen Sound einfach. Wow. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Together we are invincible. Holy shit, ey. Ey, es ist ja nicht schlimm genug, oder es ist ja noch nicht geil genug, dass Nigel so abreißt, ne? Diese Lichtershow abreißt. Du kannst jetzt auch andersrum sagen, ey, das ist so geil. Hammer. Muss auch dazu sagen, ne? Eigentlich ist das doch viel, viel geiler, wenn du weiter hinten stehst, dann siehst du wirklich alles von dem ganzen Ding, ne? Weil wenn du hier vorne stehst, oder hier in der Mitte, dann siehst du ja gar nicht, was hier. Also, ja, okay, wenn du hier stehst, also je weiter vorne du stehst, desto weniger siehst du ja von dem großen Ganzen. Deswegen, manchmal ist es wahrscheinlich doch gar nicht mal so schlecht, wenn du so zu dem Schüchternen gehörst und ein bisschen hinten stehen musst wegen Platzangst oder whatsoever. Junge. Crazy, was die da abreißen, ne? Hilfe. Geiler Lichtchange. Geil. Aber, Alter, haben die das DJ-Pult gerade aus dem Keller geholt? Oder was ist da los?
Oh, sieht das geil aus. Holy shit, was haben die aus dem Song gemacht? Wo kommt das auf einmal her? Wow, alter Lachs. Reverse. Ist das Everybody krass. in this fucking house. I wanna hear ya. Everybody. Was? Nee, da gehen wir nochmal zurück. Woher? Wo? Was? Hä? Okay. Erst kommt dieses Tic-Tac, so wo du dir denkst, okay, gut. Dann scheppert's dir da schon voll die Fresse weg. Außen nichts gefühlt, weil davor die Songs, die waren ja alle so ein ruhigeres Plätzchen, sag ich mal. Und dann kommen die auf einmal mit dem Song aus dem Nichts. Everybody in this fucking house. I wanna hear ya. Everybody. Wahnsinn. Reverse. I think we have some time for one more track right now. And I think you've been waiting for this one. Let's do this. Church. Ja, na gut. Oh. Ich sag ganz ehrlich, das Ding, ne, das hat so viel Potenzial, dass das ein also dass das in 10 Jahren immer noch so ein Riesenhit ist, ne? Boah. Sub-Zero Project Dual Damage. One last time. Here we go. Wow, ey. Reverse one last time. All your energy, please. Boah. Junge, wie crazy sieht das hier oben bisher aus?
Wow. Oh, Reavers. Holy shit, Can't be ey. messed by anything. No man or no fucking machine. One more time, loud and clear, for everyone to hear. Give it up for Sub Zero. Reavers, thank you so much! Wahnsinn. Wahnsinn. Das Event. Geil. Ja, geil, geiles Ding. Ui. Geiles Teil, geil, dass die das so beenden, ne? Den Track die ganze Zeit durchspielen, zum Ende hin. Mega geil, nochmal richtig Power mitgenommen. Finde ich mega. Auch die Lichtershow, also die Lichtershow generell war ja. Alleine das Bild hier, das sieht verrückt aus. Wahnsinnig. Also, das hat mich wirklich total abgeholt, ne? Hat man ja wahrscheinlich ein bisschen gemerkt. Sub-Zero sowieso wieder abgerissen wie Sau. Geile Songauswahl. Ne? Klar, ne? Manche Songs sind da wieder, wo du dir denkst, wäre halt geil, wenn die den gespielt hätten noch oder den noch. Aber ich bin ehrlich, ich finde es geiler so. Du hast jetzt 40 Minuten lang geile Part. Sub-Zero hat halt viele geile Songs. Du hast 40 Minuten geile Songs, vielleicht noch so ein, zwei neue dazwischen, zack, fertig. Als wenn alles so kurz gehalten wird, dass alle Songs noch irgendwie Platz finden, finde ich halt auf der einen Seite natürlich geil, die ganzen Songs zu hören, auf der anderen Seite finde ich es aber auch geiler, so Songs halt zu fühlen. Heißt, ich höre die lang genug. Und hier hatten wir das, ey, mies abgerissene Jungs. Geil. Natürlich beide wieder Power ohne Ende. Macht mega Spaß, ne? Tom ist immer am Mic zu hören, Nigel da ausrasten zu sehen. Beide dann ausrasten zu sehen, wenn die beide richtig warm sind. Immer wieder geil. Wahnsinn. Ey, richtig geiler Auftritt. Aber was erwartet man auch, wenn man Sub-Zero Project, wenn man sich ein Set von Sub-Zero anguckt? Das ist einfach so. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Crazy, was sie abgerissen haben. Und zeigt auch, ne, du brauchst gar nicht so viel Pyrotechnik. Natürlich in der Halle ist ein bisschen schwieriger. Müssen wir nicht drüber reden. Aber, wie gesagt, was die da abgerissen haben mit dieser Lichtershow, Herr im Himmel. Da kommen wir nämlich dann auch zum Hashtag, weil wir haben ja fast die Stunde voll. Oh, ich habe die Stunde noch nicht mal voll. Ah, guck mal, da war ja gefühlt ein bisschen ruhiger. Aber gut, ich habe auch zwischendurch viel mehr mitgesungen gefühlt. Machen wir Hashtag Lightshow. Ich glaube, das kommt hier passend. Lightshow Project, ganz einfach. Ne, wir wollen ja auch ein bisschen Sub-Zero ehren und was auch immer, wie sie es verdienen. Wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, dann vielen, vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Wahrscheinlich wieder ein Vorschlag von euch. Oder wir schauen einfach mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euch hier nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.